Welcome to Morocco, حبيبي. Willkommen bei Tag 3 der Wüstentour. Und zwar ging es von Fes über Merzouga bis hin nach Marrakesch, quer durch Marokko. Morning, today we are going to Marrakesh. Today is our last day in the tour and is the third day. First stop will be in Ouarzazate, is the Hollywood of Morocco, and after we will go to Etbil to visit the Kasbah. The visit will be with the guide. After the visit, we will stop for lunch. After lunch, we will go to Marrakesh, crossing Tizi Ouzou, the high Atlas Mountains. The high here is 2,560 meters. And after, we will go down to Marrakesh. This is our program for today. Also hier sehen wir die Atlas Studios, also wo so Wüstenaufnahmen beispielsweise gemacht werden. Das ist so eine der Sets, die so einfach gebaut werden. Mitten im Nirgendwo. And the name of this village, Ait Ben Haddou. Ait means the first Berber family's name. Ben is the son of, and Haddou is like a boss or the chief of this village in the past. And we'll all discuss, but as you can see here, were built since 11th century, 1000 years ago. And this house in the very top was the first building was built inside of the village. 1500 years ago, is used it as a place to save like silver, green, salt, and other processing. And it's called Agadir. It's like the city we have in our country, but in our Berber languages it means the greenery or the storage place, okay? So now guys, inside of the village, we still live in here 5 families, around 18%. In the past, it has 45 families, around 125%. Actually, for now, all have moved to the new village, which is in other side, because the problem here in the past, we didn't have water and electricity and some important things like the school, a hospital, the street. That's why
the most of the people they move into the new village, okay? Also one of the problem, there's river. Now you see no water, but in the winter, if it's snowing in the mountain or raining, the river will be full. You can cross it, okay? But now guys, this is the bridge, and also now the families, they still living inside of the village, they're using the solar panels, and now we have water, okay? And this village, guys, in the past was also one of the mini commercial centers on the trade route linking all the Mali. Exactly the capital, which is Timbuktu, and they reached here to exchange with our traders from this village, and next to Talwat to swap the salt because it was so expensive, just like a gold nowadays, and finally take the route to Marrakesh. And this river, guys, called Wad al Millah. Wad means the river, Malh means the salt. So it's salt water. You guys gonna wonder why is it salty? Because there is minerals in the mountain, and this water isn't good for drinking. But the old family here use it to bring drinking water from 6 Coleman by donkeys. So now, because guys, this village is famous because many famous movies shooted here. For example, the first one here, Ali Baba, Lawrence Arabia with Omar Sharif, Asterix Obelix, Gladiator 1, Gladiator 2, and the last one is the Odyssey with Christopher Nolan. Okay, so now we're going inside of the village, okay? And that's why we're stopping to see the place where we have the decorations of the Arena del Gladiator, okay? Okay, out. Guys, now we're stopping here, guys, to see the list of all the movies shooted in this village. This is the first one, Ali Baba. Okay, and this is some pictures of the movie. And this is the Game of Thrones, the 3rd season. And this is the Arena del Gladiator, the first one. And guys, now we're going inside to see the technique, how people in the past, they communicate. They send secret messages, okay? So guys, long time ago, that idiot used for write secret message. So now for keep it that idiot alive, change it for arts with use same pigment that used long time. Like tea with the sugar. Second one, this is a saffron mixed hot water. As you know, this season is a little bit expensive. Last one, indigo. Indigo, guys, is a plant like a stone. It use many things, painting clothes, jeans. So now women need to use it for cosmetic thing. Now you can see just like 2 colors here, yellow and blue, but we have tea inside like a disappear. We're gonna heat it in fire, then you can see tea becomes up. So in the past doesn't exist the paper, it use goat skin or chip. Why actually it use the goat skin or chip? Because strong can absorb this pigment quickly. So now you need to move quickly in fire, because if stay a moment in fire, no more painting. Guys, this is a result. Like tea becomes up like black, brown, this is saffron, blue is indigo, and the most important color is stay fixed forever. Behind this nothing. All that, this is made the same method. I mean same way. Yeah. Thank you for listening, guys. Thank you for attention. Auf dem Weg ins Atlasgebirge gab es dann was zu essen, und zwar die Chicken Pizza und Tagine mit Feige und Lamm.
So today our tour finished in Marrakesh, in this beautiful city. So welcome in Marrakesh. Marrakesh was founded in 1062 by Yusuf ibn Tashafin, is the leader of Al-Muwahhidin and become a major imperial city of Morocco over the centuries, different dynasties. Al-Muwahhidin, Sa'diyin and Alawid. If you want to visit Marrakesh, you can visit Koutoubia Mosque and Jam' al-Fna Square, and also Badi' Palace, Bahia Palace, and Madrasat Ben Yusuf is an Islamic school. Also in the new city you can visit Minara Garden and some places in the new city like some malls, some very nice places, some very nice coffees. And you're welcome in Marrakesh City Life, our company told you welcome in Marrakesh. Angekommen in Marrakesch ging es damit zu einem Teil der empfohlenen Orte und zum Abendessen. So, Pascal, hau raus. Wir sind jetzt mitten hier im Trubel, mitten auf dem großen bekannten Platz in Marrakesch. Wir gucken jetzt nach den Schlangen und nach den Affen und nach dem Trubel, der hier so stattfindet. Genau, absolute Reizüberflutung. Anders kann man es nicht beschreiben. Hier ist alles dabei. Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Marokkanisch. Apple-Produkte, die auf jeden Fall echt sind. Brillen natürlich auch alle echt. Sachen, die alle handgemacht sind. Genau. Und mal gucken. Action auf jeden Fall. Also, da im Hintergrund. Boah. Da. Das ist die Moschee. Kurz auf die Wir andere sind Seite. natürlich genau auf der falschen Seite, aber das machen wir gleich. Ich blende euch einfach den Clip ein, wo wir drüben stehen. Ja, willkommen zurück. Wir sitzen hier. Hier ist die Marrakesch Medina. Da vorne ist die Kreuzung, da geht es links hoch und dann ist da dieser Hauptplatz, den man online kennt. Und jetzt wird gegessen. Dann nochmal ein Fazit zu... Jetzt habe ich dich unterbrochen. Fang noch mal an. Dann nochmal ein Fazit zu der Wüstentour. Also, ich muss sagen, die letzten Tage waren sehr rasant. Wir sind wirklich aus dem Auto gesprungen, haben uns nur die Kamera geschnappt und haben losgefilmt und sind wieder zurück ins Auto gesprungen. So haben sich die letzten Tage angefühlt. Was am ersten Tag war, ist schon wieder verpufft. Das sehen wir dann wahrscheinlich erst im Footage. Aber es war trotzdem geil. Also ich muss sagen, wir haben so viel gesehen in kürzester Zeit. Natürlich war alles stressig, aber was ist deine Meinung dazu? Ja, würde ich fast einfach so unterschreiben. Ich habe noch ein paar Punkte hinzuzufügen. Also ich fand es gut, dass wir den Tourguide so... Also Ja. am Anfang war so ein bisschen so... ja, wie sagt man? Der war so ein bisschen verschlossen und hat sich Ja. erst so gegen Abend des ersten Tages beziehungsweise am Anfang des zweiten Tages dann so mehr und mehr geöffnet. Und auch die anderen Tourguides, die wir auch interviewt haben und die anderen Guides, die nicht direkt mit der Tour verbunden waren, alle sehr, sehr nett, sehr, sehr coole Leute. Aber Ja. auf jeden Fall am wichtigsten unser eigentlicher Tourguide, dass der sich Ja. ein bisschen mehr geöffnet hat am Ende. Es war halt lustig, weil wir morgens in dieses Auto eingestiegen sind und keiner so richtig wusste, was er jetzt sagen soll. Und wir vielleicht auch erstmal einfach nichts gesagt haben. Ist ja eigentlich auch normal, dass man sich vielleicht erstmal anwärmen muss, wenn man dann halt in so ein Auto einsteigt. Aber ich glaube, dafür, dass wir jetzt am Ende so ein geiles Interview nochmal geführt haben und eigentlich einen neuen Freund sozusagen hier. Absolut neue Freunde, Mehrzahl. Genau, da hast Also- du vollkommen recht. Wir haben die anderen Tourguides, die ja gar nichts mit uns zu tun hatten. Zur Erklärung natürlich, da waren natürlich noch andere Touren mit größeren Bussen, mit mehr Leuten, die zum gleichen Zeitraum natürlich unterwegs waren. Und auch die anderen Tourguides, die haben sich so sehr darüber gefreut, dass wir gefilmt haben, wollten auch etwas erzählen zur Tour. Und das ist einfach, also da muss ich sagen, am Anfang war ich skeptisch, du wahrscheinlich auch.
Aber es ist wirklich also eine sehr geile Erfahrung gewesen. Absolut. Ich fange mal an. Ich habe mir einen Burger mit Chicken geholt. Jetzt natürlich nicht das klassisch marokkanische Essen, wie Luca sagen würde. Trotzdem etwas anders angerichtet als bei uns, würde ich mal behaupten. Und jetzt zeig mal, was du Feines hast. Ja, ich habe mir geholt Couscous mit Lammfleisch und 7 verschiedene Gemüse dazu. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und wie? Sieht man das überhaupt? Ja doch, Digga, guck mal. Der Berg. Der Berg guckt raus. Ich drehe mal kurz die Kamera. Was ist los? Immer noch Couscous im Teller. Da war zu viel Couscous. Und zu wenig Lamm. Da ist immer noch zu viel Couscous. Und zu wenig Lamm. Aber naja, was willst du machen? Hier endet zwar die wunderschöne 3-tägige Wüstentour, aber nicht die Marokko-Reise. Wir müssen für unseren Rückflug nämlich noch nach Fez, aber wie? Kein Plan. Aber das sehen wir im nächsten Video.